Willkommen beim Meilencouch. Ja, ich stehe hier vor dem Lufthansa First Class Terminal und ja, bin schon voller Vorfreude. Zum ersten Mal werde ich diesen Terminal testen und kennenlernen und ich nehme euch natürlich mit. Und heute darf ich mit der Lufthansa First Class nach Bogotá fliegen. Ich habe mir extra viel Zeit genommen, bin sehr früh aufgestanden und bin von Amsterdam nach Frankfurt mit der ersten Maschine geflogen, um möglichst viel Zeit hier verbringen zu können. Also, kommt mit mir und los geht's. Willkommen im First Class Terminal hier in Frankfurt. Das ist der einzige First Class Terminal der Lufthansa weltweit und somit was ganz Besonderes. Er ist leider heute auch sehr gut besucht, aber ich habe jetzt mir eine ruhige Ecke gesucht. Bevor ich euch auf die Tour nehme durch die Lounge, die sicherlich besonders ist, möchte ich euch noch sagen, wie ich hierher gekommen bin. Ich hatte ja einen Business-Class-Flug von Amsterdam nach Frankfurt, wurde dort dann, weil wir eine Außenposition hatten, von einem Fahrer abgeholt und aber nicht direkt zum Terminal gebracht, sondern nur zum Ankunftsbereich. Also ich musste eigentlich durch den Ankunftsbereich durchgehen, wieder rausgehen und zu Fuß zu dem Terminal gehen. Heute ist ein kühler und unangenehmer Novembertag, es liegt der erste Schnee und es ist auch nicht gut ausgeschildert. Also ich musste mehrfach fragen, aber ich bin jetzt angekommen, wurde hier sehr, sehr nett begrüßt. Es gibt hier eine eigene Security, wo ich durchgelaufen bin. Man wusste Bescheid, dass ich auf dem Flug nach Bogotá bin und von einer sehr netten Rezeptionistin wurde ich in Empfang genommen. Mein Pass wurde mir gleich abgenommen und sie sagte von jetzt an, Sie müssen sich um nichts mehr kümmern, wir machen alles. Und ich bin sehr gespannt, ich habe jetzt auch gerade meine Bordkarte bekommen und werde jetzt 4 Stunden lang genießen. Also kommt mit. So, ich sitze jetzt gerade im Fine Dining Bereich des Lufthansa First Class Terminals und habe zur Vorspeise einen Egg Benedict versucht mit Lachs. War ausgesprochen lecker und fein. Einziger Kritikpunkt, es war nicht wirklich warm, aber geschmacklich super. Der Toast crunchy, leckere Bechamel-Soße Hollandaise, nicht zu schwer. War fein. Und ich habe jetzt noch einen Kalbsrücken bestellt und einen guten spanischen Rotwein dazu und ja, bin schon sehr gespannt. Ein Highlight des First Class Terminals ist das Bad und das ist jetzt hier das mit der Badewanne sogar. Werde ich jetzt gleich mal testen. Sehr geschmackvoll, sehr schön, sehr weiträumig. So nochmal mit einer separaten Dusche. Also tipptopp. Mit schönen Pflegeprodukten. Super. Die werde ich jetzt gleich mal testen.
So, schauen wir uns mal das Amenity-Kit an. Wir haben eine, ja, ich weiß nicht, durchsichtiges Etui Necessaire. Mir persönlich gefällt es nicht so. Ich fand so die aus Leder oder Kunstleder doch irgendwie spannender. Man findet einen Schuhlöffel aus Holz, das finde ich schön. Dann 2 besondere Cremes von Agostino Spada. Dann Strümpfe, eine Maske, Aufsätze für die Kopfhörer, eine Bürste mit Kamm, eine Lufthansa First Class Toothbrush, die Stöpsel, die auch in einem netten Gehäuse gebracht werden und noch kleine Kekse. Dazu wurde mir noch netterweise ein Espresso Macchiato serviert. Alles nett, aber irgendwie hatte ich Hoffnung, dass das noch ein bisschen exklusiver sein würde. So, jetzt mein Zwischenfazit von dem Flug mit dem Airbus 340-600 in der Lufthansa First Class von Frankfurt nach Bogotá. Wir sind sehr, sehr, sehr nett begrüßt worden. Die Kabine ist nur zur Hälfte besetzt. Es ist daher sehr entspannt. Wir werden unglaublich gut umsorgt. Und ich hatte jetzt vom Essen her erstmal den traditionellen Kaviar-Service probiert, was wirklich sehr lecker war. Wir haben einen fantastischen Champagner bekommen, der im Einzelhandel ungefähr knapp 200 € kostet. Und toll ist einfach die absolute Flexibilität. Man kann sein Essen bestellen, wann man möchte. Man kann essen, was man will. Ich habe jetzt dadurch, dass ich vorher in der Lounge schon relativ gut gegessen habe, erstmal mein Hauptgericht ein bisschen aufgespart und werde das etwas später zu mir nehmen. Der Flug ist ja mit 11,5 Stunden lang genug, sodass ich mich einfach nicht so vollstopfen möchte. Lufthansa hat halt weiterhin diese offene Kabine. Nächstes Jahr soll Allegris kommen, das haben wir gehört. Davon habe ich ja auch schon berichtet in meinen anderen Videos, zum Beispiel die Business-Class-Flüge nach Chicago. Könnt ihr euch bei der Gelegenheit auch anschauen. Es ist offen, aber dafür ist sehr luftig. Man hat in der Mitte sind keine Bins, also das heißt, es ist sehr offen. Man hat aber genug Stauplatz, weil man diesen Ottoman vor sich hat, wo man ganz viel unterbringen kann. Das habe ich euch vorhin gezeigt. Die Sitze sind sehr bequem, auch wenn sie schon älter sind. Sie sind sehr breit. Also das Bett ist auch 2,5 Meter lang und der Sitz ist, liefere ich nochmal nach, aber gute 60 Zentimeter breit. Und das Nette ist, man kommt ins Gespräch. Also ich habe jetzt mit meinem Nachbarn rechts, sind wir gleich ins Gespräch gekommen und jemand anderen, den ich vorher in dem privaten Transfer vom Flugzeug zur Lounge kennengelernt habe, auch gleich gesprochen. Also das ist irgendwie auch nett, dass man nicht einfach irgendwie in seine Zellen oder kleinen Suiten verschwindet. Also das hat durchaus auch Positives. Sehr schön, vielen Dank.
So, jetzt fehlen noch 2 Infos. Einerseits, wie hat mir der Flug jetzt insgesamt gefallen und was hat er mich gekostet? Zum Ersten, also der Flug hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Wie auch schon andere festgestellt haben, es steht und fällt mit der Crew und die war wieder sehr, sehr gut. Also ich musste sagen, meine letzten Lufthansa-Flüge waren alle erstaunlich nett und gut begleitet, kann man gar nicht meckern. Auch der Kapitän war da, hat sich persönlich vorgestellt und gegrüßt und die Crew war wirklich umsorgend und sehr persönlich und sehr wertschätzend und gar nicht aufdringlich und zu allem, für alles ein Ohr gehabt und das für alle Passagiere. Und natürlich war auch das Betreuungsverhältnis super. Also wir sind hier 5 Passagiere und wir hatten eigentlich 3 Crewmember, die sich hier ständig um uns gekümmert haben. Muss man wirklich sagen, aber das Essen war tipptopp, muss ich wirklich sagen. Die Weine, unglaublich. Wir haben hier sogar eben eine Weinprobe gemacht. Das war wirklich sehr, sehr nett und ein toller Portwein noch zum Abschluss. Kaffee, so viel man wollte. Tolle Süßigkeiten, tolle Pralinen. Also kulinarisch würde ich sagen 10 von 10. Das Badezimmer ist klein, aber es war tipptopp, also immer sauber, sehr gepflegt, schön beleuchtet, schöne Amenities, kann man gar nicht meckern. Was auch noch herausragend war, ist der Schlafanzug von Van Laak, also es ist super bequem, den nimmt man gern zu Hause auch her, muss ich wirklich sagen. Und kommen wir vielleicht zu den Punkten, die ich nicht so toll fand. Das Amenity-Kit an sich gefällt mir ästhetisch nicht, schaut eigentlich aus wie so ein Beutel aus einer Apotheke. Das Entertainment-System, ja, ist veraltet, wenn auch schön, aber ein schöner Bildschirm, ästhetisch schön, aber reagiert halt langsam, kaum berührungsempfindlich, Fernbedienung umständlich. Auflösung, wenn es hell ist, schlecht. Das Angebot an Spielfilmen und Dokusendungen und Musik und so weiter, das ist sehr gut. Das kennt man von Lufthansa. Also gerade für uns Deutsche ist da viel dabei, aber auch für Englischsprechende. Der Sitz ist groß, sehr bequem. Meiner ließ sich jetzt erst nicht gleich zu einem Bett zubereiten. Da musste getrickst werden und zu zweit daran gearbeitet, aber es hat dann geklappt. Man merkt einfach, dass das Flugzeug schon 14 Jahre alt ist. Die Belüftung auf Dauer ist sehr trocken, aber man kann sich immer wieder das Gesicht benetzen oder hat genug Cremes. Und die Maschine ist vergleichsweise laut. Also es rauscht ganz schön im Vergleich jetzt zu anderen neueren Flugzeugen. Also A350 oder 380 sind deutlich leiser. Wenn wir jetzt schon beim Meckern auf hohem Niveau sind, finde ich es nicht ganz stimmig, dass man, wenn man abgeholt wird von einem Flugzeug, und ich kam aus Amsterdam, dass man zwar abgeholt wird und an ein Terminal gebracht wird, aber man wird nicht zum First-Class-Terminal gebracht. Da muss man sich durchfragen und zu Fuß hingehen und draußen an den Taxis vorbei. Und also wenn man zu Fuß da ist, ist das sehr umständlich und schlecht ausgeschildert und ich wurde sogar auch noch falsch geschickt, also das war irgendwie jetzt nicht so toll. Aber ich habe gehört, dass man, wenn man sich zur First Class Lounge bringen lässt, ist das besser. Und vielleicht auch hier als kleiner Travel Hack, falls ihr das ausprobiert, Dankeschön, dass man vielleicht tatsächlich in die Lounge ausprobiert, da waren weniger Leute. Man war umsorgter, wurde mir erzählt, und im First Class Terminal war doch sehr reger Betrieb. Ich will nicht sagen Massenbetrieb, aber man musste immer suchen, wo man ein schönes Plätzchen bekommt. Aber trotzdem, also auch der First Class Terminal war letztendlich gut, wenn man erstmal da war. So, jetzt wird es gerade ein bisschen turbulenter, deswegen, das kriegt ihr jetzt live mit. Deswegen nehme ich das Stativ jetzt besser in die Hand, aber verzeiht, dass es wackelt. Was hat mich der Flug gekostet? Ich habe einen guten Deal gefunden von Amsterdam nach Frankfurt und Bogotá und wieder zurück für 1.500 € und habe mit 2 Upgrade-Vouchern mich in die First Class upgraden können. Das war einmal dank meines Senatorstatus kein Problem. Die Maschine war auch nicht voll besetzt, also wie gesagt, es hätte noch Plätze gegeben, und auch ein anderer Mitreisender hat das ähnlich gemacht. Die Strecke
Amsterdam nach Frankfurt und Bogotá ist, würde ich sagen, ein Geheimtipp, weil dort relativ gute Verfügbarkeiten sind und die Preise erstaunlich gut. Ich sage ja auch immer, dass Upgrade-Voucher Gold wert sind. Also sicherlich hat jeder einzelne davon einen Wert von ein paar tausend Euro gehabt. Also dieser First-Class-Flug, wenn man ihn von Deutschland aus gebucht hätte, sicherlich 4.000, 5.000 Euro gekostet. Auf manchen Strecken kostet First-Class-Flug sogar 7.000, 8.000 oder 10.000 Euro. Insofern hebt ihr euch die wirklich auf für solche besonderen Gelegenheiten. So, wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich natürlich freuen über einen Thumbs Up. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde es mich freuen, wenn das jetzt vielleicht die Gelegenheit dazu ist. Und es werden weiterhin viele interessante Videos kommen zu Flügen, zu Tipps rund um Miles and More. Und ich reise jetzt nach Kolumbien und ich habe auch vor, ein bisschen was über die Städte zu erzählen, in denen ich war, um euch auch ein Gefühl dazu zu geben, dass Kolumbien durchaus ein interessantes Reiseziel ist. Also, bleibt dabei, ich freue mich über jeden Zuschauer und seid herzlich gegrüßt vom Meilencoach.